Warum zieht jemand aus Deutschland, Österreich nach Kroatien, ohne die Sprache zu kennen und ohne hier tatsächlich, ich weiß nicht, du hattest ja nicht mal irgendwie Familie oder ein Haus oder sowas, ne? Nichts. Es war ja komplett neu. Als kleines Kind habe ich immer zu Mama gesagt, irgendwann lebe ich am Meer. Ich habe immer einen Plan A, ich habe immer Plan B. Ich brauche immer meine Sicherheit. Du kommst nach Kroatien, da war erstmal dieses, du brauchst eine Anmeldung. Das ist jetzt nicht so wie in Deutschland, dass du hingehst und sagst, okay, hier, ich bin da, sondern nein, du gehst erstmal zur Polizei. Hast du schon Angst, dass sie dich abschieben werden? Bereust du deine Entscheidung? Nein, definitiv nicht. Möchtest du zurück? Nein, definitiv nicht. Am Anfang? So, Action! Yay. Klappe auf, Klappe zu, oder Klappe zu, Klappe auf. Herzlich willkommen, Jenny, zu der ersten Folge im neuen Jahr. Ja, frohes neues Jahr. Danke dir. Hattest du einen guten Rutsch? Ja, ich bin gut reingekommen, du auch? Ey, ich erinnere mich gar nicht dran. So gut war's. Oh ja, das hat was, ja. Jenny, neues Jahr, neues Glück. Dieser Spruch passt eigentlich ganz gut zum heutigen Thema. Du hast ja dein neues Glück eigentlich in Kroatien gefunden. Ja, Gott sei Dank. Ist ja crazy, ne? Du hast dein Leben komplett umgekrempelt und bist, also nicht zum ersten Mal ausgewandert, aber zum ersten Mal in ein Land, wo du eigentlich keinen so richtig kennst. Also die Nachbarn nicht gekannt hast bisher, sagen wir mal, und die auch nicht deine Landessprache sprechen. Ja, richtig. Weil du bist ja Deutsche, gell? Oder? Ja, ich bin richtig Deutsche. Aus NRW, richtig? Ja, aus NRW, richtig. Genau. Aber aus dem richtigen Dorf. Siehst du? Und dann, was verschlägt einen aus dem wunderschönen Rheinland erstmals nach Österreich und dann noch spannender nach Kroatien? What? Also Österreich verstehe ich ja noch. Ja, vielleicht halt so ein bisschen Nachbarsland, selbe Sprache, guter Job vielleicht, ne? Vielleicht auch ein Mann an deiner Seite und so weiter. Und dann Kroatien. Warum geht man als jemand, der überhaupt nicht in diesem Teil Europas aufgewachsen ist, nach Kroatien? Ach, warte mal, ich mache nur ganz kurz mal Intro, bevor wir weitersprechen, aber merkt ihr die Frage. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zur ersten Folge und Zuhörer, zur ersten Folge von Darling Out, die OBTB Podcast. Mein Gast heute, oder unser Gast heute, unsere liebe Jenny, Business Development Representative, seit einem Jahr schon. Gell? Ja. Ja. Sehr schön. Ja. Ich bin echt froh, dass wir dich schon ein Jahr bei uns haben. Ja, froh, dass ich da bin, ja. Ja. Definitiv. Auf ein weiteres dann. Ja. Jenny, was trieb dich oder was treibt dich immer noch, warum bist du immer noch hier? Ja, ich mag die Arbeit, ich mag die Leute. Ich finde, das ist ein super geiler Job. Er macht mir Spaß. Ich kann meine Muttersprache sprechen, was mir natürlich einiges leichter macht. Weil, ne, wenn man in Kroatien lebt, ist halt ein bisschen schwierig. Und da ist man dann ganz froh, dass man einen deutschsprachigen Job haben kann. Ich liebe Menschen, wenn ich sie nicht täglich sehen muss. Und ich mag Herausforderungen. Super. Also ich finde es schon, das ist eine riesen Herausforderung, sowas überhaupt zu packen, zu machen, in ein fremdes Land zu ziehen. Okay, es ist EU, aber das bringt dir auch nicht viel. Die Kultur ist anders, die Leute sind anders, vor allem da, wo du hingezogen bist, ist ja nochmal was ganz anderes von dem, wo wir jetzt auch sind in Zagreb. Ja. Und dann noch mit einem kleinen Kind. Ja. Das geht auch im Kindergarten. Ja, richtig. Jetzt Kindergarten und Vorschule. Genau. Und nächstes Jahr im Sommer, also nach dem Sommer, geht es dann endlich in die Schule. Weil in Kroatien geht man mit 7 in die Schule, genau. Ja. Genau. Ja. Warum Kroatien? Es ist ja tatsächlich nicht, wir müssen ganz offen gestehen, wir hatten das Glück, dass du uns gefunden hast, nachdem du schon hergezogen bist. Wir haben dich nicht irgendwie hergelockt. Nein. Sondern du hast uns hier dann tatsächlich gefunden. Aber warum, der erste Schritt, warum zieht jemand aus Deutschland, Österreich nach Kroatien, ohne die Sprache zu kennen und ohne hier tatsächlich, ich weiß nicht, du hattest ja nicht mal irgendwie Familie oder ein Haus oder sowas, ne? Nichts. Es war ja komplett neu. Also ich kann es natürlich von Urlauben, aber auch nicht die Gegend, wo ich hingezogen bin. Ich war früher sehr, sehr viel in Istrien, Pula sehr, sehr viel. Und die Leute sind da auch nett, kann man nicht anders sagen. Aber ich war dann eine Zeit lang unten in Dalmatien bei Sada und habe mich einfach in das türkise Wasser verliebt, in das gute Essen, in die super freundlichen Menschen. Ich mag Altstädte, ich mag nicht so viel Trubel. Wie gesagt, ich bin ja Dorfkind.
Und dann ist es natürlich gut, wenn er dann irgendwie so, ja, und ich bin halt totaler Wassermensch. Das heißt, für mich war klar, schon als kleines Kind, das habe ich immer zu Mama gesagt, irgendwann lebe ich am Meer. Und ja, Deutschland, ja, haben wir auch, aber es ist kalt und grau und nicht türkis. Ja. Und demnach war immer für mich so, ja, warum nicht? Und ich bin halt ein Mensch, ich mag Herausforderungen und denke sehr, sehr viel mit dem Bauch, bin ein Bauchmensch und habe dann gesagt, es kann nicht viel schief gehen. Für mich dann, so wie du sagst, mit meinem Kind, ich habe gesagt, wenn der das nicht packt, dann gehen wir natürlich wieder zurück. Aber der ist auch Wasser und Blut, nee, wie sagt man das? Wasser und Blut? Na, wie sagt man das? Der ist auch Feuer. Wie Blut ist dicker als Wasser, sagt man. Ja. Mir fällt der Satz nicht ein. Der ist auch Feuer und Flamme. Feuer und Flamme ist es ja. Fürs Wasser. Ja, okay. genau. Feuer und Flamme eben auch für Kroatien und für die Leute, für die Sprache. Ja, mega. Crazy. Ja. Es ist jetzt schon über ein Jahr, dass ihr hergezogen seid, gell? Im November 2024? Richtig, ja. 23? 24. 24 war das? Ja. Mhm. Okay. Bereust du deine Entscheidung? Nein, definitiv nicht. Möchtest du zurück? Nein, definitiv nicht. Okay, was war irgendwie, also Herausforderung auf jeden Fall. Ich glaube, es gibt 10.000 Sachen, die schief laufen können. Ja. Aber ist irgendwie etwas wirklich so richtig schief gelaufen beim Umzug, wo du sagen würdest, boah, damit habe ich jetzt nicht gerechnet und das hätte ich mir wirklich sparen können. Und hast du dir zu einem Zeitpunkt gedacht, ey, was mache ich hier? Nein, Gott sei Dank nicht. Ich meine, ich hatte mir so meine Plan B. Ich habe immer einen Plan A, ich habe immer Plan B. Ich brauche immer meine Sicherheit. Und demnach hatte ich mir verschiedene Situationen schon vorgestellt. Was ist, wenn das nicht funktioniert? Oder was ist, wenn der Job nicht so läuft, wie es ist? Oder was ist, wenn das Kind nicht zufrieden ist? Oder weißt ja nicht, was auf dich zukommt, ne? Und es gab eigentlich nicht wirklich viele Schwierigkeiten. Und die Schwierigkeiten, die waren leicht zu beheben. Es war einfach, du kommst nach Kroatien, da war erstmal du brauchst eine Anmeldung. Das ist jetzt nicht so wie in Deutschland, dass du hingehst und sagst, okay, hier, ich bin da, sondern nein, du gehst erstmal zur Polizei. So, okay, warum geht man zur Polizei als Deutsche? Wann geht man zur Polizei? Wenn du irgendwas melden musst oder wenn irgendwas passiert ist. Aber sonst gehst du ja nicht zur Polizei. Und das war erstmal so der erste Gedanke, so, warum muss ich zur Polizei, wenn ich mich hier registrieren möchte? Dann war natürlich die Schwierigkeit überhaupt. Hast du schon Angst, dass sie dich abschieben werden? Ja, du weißt nicht, was auf dich zukommt. So. Ja, ich konnte ja kein Wort, nichts auf Kroatisch, außer halt das, was man im Urlaub spricht, ne? So Hallo und Danke. Und das war es auch. Und dann kommst du da hin und hast halt deine Polizeibeamten da sitzen und die reden halt Kroatisch mit dir. Und du sitzt dann da, also stehst in dem Sinne und hast dann deine Dokumente und wirst halt erstmal ausgefragt. Gut. Ja, wie lief das dann? Hat jemand übersetzt? Nee, also ich hatte damals schon ein bisschen verstanden? Die Vermieterin mit und die hat dann auf Kroatisch halt geredet, aber die Vermieterin kann auch nur Englisch, auch kein Deutsch. Ist ja ganz oft hier, dass viele kein Deutsch können oder halt sehr, sehr wenig Deutsch und halt eben mehr Englisch. Ach so, bei OB2B? Ja, genau. Und die war dann eben da und die hat das dann halt für mich dann gesagt, was ich machen muss. Und das war dann okay, aber du denkst dir, ach Gott, was mache ich eigentlich? Aber es war jetzt nie, dass ich sage, boah, es ist total negativ und ich schlage die Hände über den Kopf und gehe wieder zurück. Also nein. Okay. Ja. Aber das ist dann halt einfach deine Einstellung, deine Art, wie du bist, ne? Ja. Wenn du nicht so wärst du wahrscheinlich auch nie gekommen, ne? Nee. Weil ich glaube schon für jemanden, der aus einem, okay, Deutschland ist bürokratisch auch sehr kompliziert oder ziemlich kompliziert, aber ich habe das Gefühl, Kroatien ist dann nochmal ein Stück schlimmer. Ja. Nicht, weil die Bürokratie irgendwie noch komplizierter ist, sondern weil die Leute das irgendwie so langsam machen und das voll lange dauert, bis man irgendwie was erreicht. Ja, richtig, ja. Das war auch so ein Grundstein für mich. Erstmal diese Gemütlichkeit, das Pomalo, dass man das so ein bisschen lernt, dass alles ein bisschen langsamer ist. Ich meine, im Urlaub lernt man das ja schon, du sagst, du möchtest zahlen und wartest dann eine Stunde, bis dann mal die Rechnung kommt, ja. Im Urlaub, okay, da bist du im Urlaub, aber wenn das dann so um Amtenwege geht oder okay, du brauchst jetzt mal deine Karte oder du brauchst jetzt irgendwie eine Versicherung, dann zieht sich das halt echt lange, ja. Und das ist aber hier unten gar nicht egal, aber das ist halt, die wissen, es kommt irgendwann und das ist dann halt gut so, ne. Und das ist gerade so, für mich als Deutsche, die halt immer ihre Strukturen hatte und immer gesagt hat, okay, ich muss 15 Minuten vor der Zeit da sein und so weiter, war das für mich so der erste Grundstein, wo ich sage, okay, ich muss ein bisschen vom Gas runterkommen. Mhm. Genau, ja. Cool. Kind? Mhm. Kindergarten, Kita und so weiter. Kompliziert gewesen? Verdammt kompliziert. Ja, okay. Es gibt sehr, sehr wenig Kindergartenplätze, aber, also von den städtischen Kindergärten, aber es gibt immer so, ich nenne es jetzt mal Kindertagesstätten.
Das heißt, es ist wie Kindergarten und das läuft ja super. Auch die Integration, das war perfekt. Mein Kind hat nicht einmal geweint. Das hat mich sehr, nicht zurückgeworfen, verwundert, ja. Weil ich gesagt, okay, er ist sehr sensibel eigentlich und das hat er super mitgemacht. Das war wirklich mega gut. Ein paar Dinge laufen anders, wo ich einfach sage, okay, finde ich ganz schön. Vorschule, was hier halt ja ein bisschen geteilt. In Österreich war er auch im Kindergarten und da hat er ja schon Vorschule gehabt, weil er hätte ja dann dieses Jahr in die Schule gehen müssen. Ah, okay. Genau. Und demnach hat er da schon Vorschule im Kindergarten integriert gehabt. Und das gibt es so in den städtischen Kindergarten in Kroatien, aber du kriegst sie halt sehr, sehr schwer am Platz. Egal, ob du Ausländer bist, also Eingereiste bist oder ob du Einheimische bist. Das heißt, da wird es nicht hergegangen und gesagt, ey, du bist Ausländerin, du kriegst keinen Platz, sondern die Einheimischen haben genauso ein Problem, einen Platz zu bekommen. Aber du kriegst einen Platz, egal wo, dauert vielleicht manchmal und dann läuft eigentlich alles gut. Okay. Für Kinder ist es tatsächlich immer leichter, sich zurechtzufinden. Und die lernen auch die Sprache viel schneller und die spielen einfach und dann kommt's. Wie geht's deinem Sohn? Wie spricht der Kroatisch jetzt? Ja, der ist wie einheimisch, ja. Der redet wirklich sehr, sehr viel Kroatisch. Zu Hause natürlich reden wir Deutsch. Ich versuche dann immer ein paar Wörter von ihm zu bekommen. Ist natürlich klasse. Er lernt den ganzen Tag, hört ja nichts anderes. Und demnach sind viele, auch am Anfang schon viele Wörter gewesen, so, die er dann zu mir gesagt hat. Ich so, was ist das denn? Was redest du da? Und das war total cool. Nein, er hat relativ schnell dort Freunde gefunden natürlich. War dann lustig, weil auch ein deutscher Bub da war. Der hat auch eine Zeit lang in Deutschland gelebt. Das war dann ganz lustig, weil natürlich, der konnte Deutsch. Hat natürlich dann auch wieder ein bisschen geholfen. Ne? Und das klappt super. Ich meine, früher war er total auf Fußball. Das macht er jetzt auch noch. Und jetzt ist halt das Angeln dazu gekommen. Ja? Okay. Ja, aber ist auch schön. Ja. Okay, also für die Zuschauer einfach wichtig, ihr lebt am Meer, ihr seid jetzt nicht in der Großstadt und so, ihr seid direkt am Meer, schön und das ist ja auch das, was dich hierher gezogen hat. Ne? Ja. Jenny, okay, die Sprache brauchst du zum Arbeiten nicht unbedingt, aber halt so zum Supermarkt zu gehen und irgendwie dich ins Café zu setzen und vielleicht ein paar neue Freunde kennenzulernen, wäre schon besser, wenn es ein bisschen auch mit Kroatisch ginge. Wie weit bist du jetzt? Ich würde sagen, ich verstehe schon sehr, sehr viel. Ich spreche auch schon, aber es ist jetzt im Moment so ein Deutsch-Englisch-Kroatisch-Mix. Und mit den Leuten, wo ich jetzt halt immer viel Deutsch mit rede, warum soll ich mit denen auf einmal Kroatisch reden? Ja, das ist halt irgendwie so eine Umstellung. Aber ich versuche halt schon sehr, sehr viel Kroatisch zu reden. Und was ich so gut finde in Kroatien, egal wie du es aussprichst, du wirst nicht ausgelacht, sondern du wirst im Guten verbessert. Es ist dann nicht so, ey, du hast es falsch ausgesprochen, sondern sag das mal lieber so und so, weil das ist besser. Und was ich so schön finde, die Leute freuen sich, wenn du es versuchst. Ja. Das finde ich immer total toll. Du kannst wirklich am Anfang, ich habe Fehler gemacht, ich meine, da lache ich jetzt drüber, ja. Aber es war halt, ich wollte einfach schon diese Sprache immer lernen, weil ich gesagt, okay, wenn ich in ein anderes Land gehe, möchte ich mich da anpassen, möchte ich die Sprache eben lernen und möchte halt auch eben, nicht unbedingt, dazugehören. Ja, klar, jeder weiß, okay, ich bin die Deutsche, aber ich kann die Sprache, ich kann mich verständigen, ich weiß, was wichtig ist, ich weiß, worauf ich achten muss und so weiter. Und Bist du dich gut angekommen als Deutsche in? Definitiv. Ja, hast du das Gefühl, du wirst irgendwie so ein bisschen ausgegrenzt von den Leuten oder hast du das Gefühl, die nehmen mich voll Nein, gut an? Das Gegenteil, richtig. Ja? Die nehmen mich voll an und die sind alle total neugierig. Warum geht man aus Deutschland weg? Ja? Das ist halt so für viele noch so ein Fragezeichen. Aber vor allem als junger Mensch, weil Leute, die irgendwie in der Rente kommen, ist es logisch, okay, hier können sie vielleicht mit ihrer Rente ein bisschen mehr machen, wobei das, um ehrlich zu sein, wir können jetzt schon ganz offen berichten, dass die Preise in Deutschland und Kroatien oder Österreich gleich sind oder auch hier ab und zu mal viel teurer Sachen sind, richtig, ne, die man dort billiger bekommt. Ja. Vor allem jetzt auch irgendwie eine Wohnung zu kaufen, solche Sachen, ist wirklich nicht etwas, was man sehr leicht bekommen kann. Ne? Ja. Gerade das Wohnungssuchen über die Saison, also in der Saison, hast überall irgendwie was, weil hast halt für deinen kurzen Zeitraum, für die Ferien Urlaub, du kriegst ja hinterhergeworfen, würde ich es jetzt nicht nennen. Und die Preise sind dann natürlich in der Saison super teuer, ja. Und dann hast du das Problem, so Langzeitmieten ist halt echt, musst du mal was finden. Wenn du was findest, musst du gut aufpassen, dass es dann auch alles funktioniert. Ja. Aber die meiste Zeit hast du wirklich total liebe Leute. Und ich bin jetzt in der Zeit 2-mal umgezogen. Und die erste war auch eine total liebe Familie, kann ich überhaupt nicht anders sagen. Ich hatte eine ältere Oma, es war eine Oma halt. Und alle hatten ein Familienhaus, total schön. Und die Oma war, ich sag jetzt mal, 80. Und die war so jung und fit, die ist jeden Tag in den Garten gegangen, hat jeden Tag ihren Garten umgegraben und alles. Und das war, wo ich einfach sagte, wenn ich dann schaue, manchmal so, ne, wie
wie es in Deutschland ist, da sitzen alle meistens irgendwie zu Hause und machen nichts. Und das finde ich so schön, egal wo du hingehst in Kroatien, es sind alle Leute meistens draußen, außer wenn Bucher ist. Die sind alle in ihren Häusern. Aber du siehst immer Leute und es ist immer gute Laune. Ich habe noch nie in Kroatien jemanden erlebt, der richtig schlechte Laune hat. Ich meine, ja, sie schimpfen viel. Ja, okay. Sie schimpfen viel, aber jetzt nicht so, weil sie einen schlechten Tag haben, sondern das ist wie bei uns, wenn wir halt mal sagen, Scheiße, ja, das ist halt hier ein bisschen anders mit der Ausdrucksweise. Bisschen heftiger. Ja, ein bisschen heftiger, ja. Wenn man die Ausdrücke dann nicht weiß, beziehungsweise nicht übersetzt, ist okay. Aber wenn man dann so ein bisschen hinterkommt, okay, ja, ist halt so, lernt man damit klarzukommen, ist ja nichts Persönliches. Aber das ist einfach so, wo ich gesagt habe, das ist, Gewöhnungssache, aber schön. Sehr cool. Jenny, wie kommt man aus einem anderen Land in ein neues Land und hat jetzt keinen Job? Ja, das habe ich ja anders gemacht. Ich brauche immer meine Sicherheit. Aha, okay. Das heißt, ich habe mir vorher schon schlau gemacht. Also hätte ich jetzt vorher keinen Job gehabt, wäre ich nicht gegangen. Also ich brauche immer die Sicherheit. Bei mir war es okay, ich habe einen neuen Job, habe dann meinen alten, guten Job auch in Österreich dann eben gekündigt und habe gesagt, du, ich habe was Neues, ich mache das und ich gehe diesen Weg jetzt, ich möchte es probieren. Habe das dann auch gemacht. Ich bin, war gerne mit dem Boot unterwegs, demnach war ich so im Charterbereich unterwegs, war total interessant. Problem war da, dass es mit Kind einfach nicht machbar ist, weil viel in Kroatien ist 24/7 und das war einfach mit Kind nicht so machbar, nicht so. Und es war leider auch ein bisschen anders kommuniziert, aber war eine total gute Erfahrung, kann ich nicht anders sagen. Und ja, genau, dann sucht man halt, was wirklich zu einem passt. Gut. Wie bist du bei uns gelandet? Ja, wie bin ich bei euch gelandet? Gute Frage. Ich bin bei euch gelandet. Wie bin ich bei euch gelandet? Du weißt es gar nicht mehr. Also über irgendeine Anzeige, glaube ich. Oder? Oder hast du eine Empfehlung zu uns bekommen oder so? Ja, stimmt. Ja, die liebe Mariana, Kollegin. oder? Ja, die Mariana. Ja, genau. Ich habe mit einer Freundin gesprochen und die hat mich dann von ihrer Freundin hat sie gesagt, ey, die machen einen total geilen Job. Hör dir das mal an. Ist okay. Habe ich vorhin nicht drüber nachgedacht. War so, das Callcenter, so war wirklich ja gar nicht machen. Callcenter interessiert mich überhaupt nicht. Ich will nichts verkaufen müssen und wieder die Leute bedrängen. Das ist überhaupt nichts für mich. Ich habe gesagt, okay. Und dann habe ich mit der Mariana halt viel gesprochen. Danke, Mariana. Habe ich viel mit der Mariana drüber gesprochen. Und mir auch ein herzliches Dankeschön dafür nochmal. Gut gelaufen, ja. Und die hat mich dann eigentlich aufgeklärt, dass es gar nicht Callcenter ist. Ja, das heißt, das war schon mal so, okay, interessant, erzähl mir mehr. Ja, und dann habe ich eigentlich mit der Mariana eigentlich immer mehr gesprochen und habe mich dann dazu entschlossen, mich bei euch zu bewerben. Ja. Sag mal, okay, Callcenter hast du schon mal abgeschrieben und wusstest, okay, das ist nichts für mich und das ist auch kein Callcenter. Was war so dein erster Eindruck, als du irgendwie mehr über OB2B erfahren hast? Interessant, aber ich wusste noch nichts wirklich damit anzufangen, weil natürlich, du schaust dann die Homepage, du schaust dir alles Mögliche an. Ich meine, das, was Mariana erzählt hat, sie hat mir was erzählt, aber ich konnte mir nichts darunter vorstellen. Das war so, okay, wie läuft das ab? Ich verstehe es nicht so richtig. Und dann, wo ich ja dann meine ersten Gespräche hatte mit euch, war das dann so, okay, ja, finde ich total interessant, finde ich total gut. Dann war eben noch dieser Vorteil Muttersprache, ich kann auf Deutsch sprechen. Ja. Cool. Hast du bis dahin irgendwie Erfahrung auch im Sales gehabt? Ich war in einem Außendienst tätig, von daher war ich im Sales natürlich, aber halt auf eine ganz andere Art und Weise. Ich meine, ja, ich musste auch mal einen Kunden anrufen, aber das war eher so, ja, ich komme vorbei. Wann hast Zeit, ich komme vorbei und ich stelle dir was vor. Also so vom Sales-Verkauf, dadurch, dass ich jahrelang im Außendienst tätig war, erfolgreich tätig war, war das so für mich so, ich möchte auf jeden Fall wieder was in diesem Bereich machen. Aber ich konnte es mir halt noch nicht vorstellen, wie das ist am Telefon. Ja. Ja, und Sales ist schon etwas, wo du gern bleiben möchtest, gell? Es liegt dir auch, muss man schon ganz offen sagen. Aber ich mag mich noch dran erinnern, dass du wirklich damals auch bei dem Gespräch mit mir, ich war ja auch, glaube ich, deine erste Ansprechperson hier nach Mariana, wo du dann auch irgendwie gesagt hast, hey, ich mache das eigentlich voll gerne. Ja. Und da habe ich mir gedacht, ja, schauen wir uns mal an, ne? Aber man merkt es dir wirklich auch an, dass du die Arbeit voll gerne machst, ne? Und dass dir wirklich der Vertrieb auch liegt. Und okay, Muttersprache ist natürlich sehr wichtig, ist bei allen hier wichtig, die hier arbeiten, dass sie die Sprache beherrschen. Ja. Ich find's voll interessant. Ich glaube, es ist immer einfacher, in der Muttersprache was zu machen. Ja. Weil wir sind ja wirklich auf die Sprache angewiesen. Das ist das einzige Tool, was wir hier jetzt wirklich haben, mit dem wir spielen können, dürfen, müssen. Ne? Wenn wir das nicht beherrschen können, dann sind wir ausgeliefert.
Dann Ja, wird richtig, nichts ja. raus. Also meine Muttersprache ist ja eigentlich Kroatisch, wobei ich kann das jetzt, ja, es ist sicher meine Muttersprache, wobei Deutsch ist ja eigentlich meine erste Sprache, die Ja. erste Sprache, die ich so richtig beherrscht habe oder gelernt habe als Kind, Mhm. weil, weißt du, du bist eigentlich mehr auf dem Spielplatz und in der Schule und im Kindergarten und Ja. mit Kindern unterwegs, als mit deinen Eltern, die jetzt mit dir Kroatisch sprechen, ne? Mhm. Aber manchmal, das finde ich immer voll spannend beim Phänomen Sprache. Ich habe irgendwie manchmal das Gefühl, ich könnte Vertrieb auf Kroatisch gar nicht so gut machen. Echt? Ja, ich weiß es nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, das ist was anderes. Mhm. Und mit den Leuten ist es was komplett anderes. Vertrieb in Kroatien und in Deutschland, das läuft nicht auf die gleiche Art und Weise. Mhm. Weißt du, wie es in Kroatien ist? Essen, trinken und Ja. während dem Abendessen machst irgendwie Deals. Ja, richtig. Ja. Nach 6 Bier und Ja. so, ne? Ja, Ist stimmt. ja eigentlich nicht meine, also ist schon meine Art. Ich gehe gerne weg und trink auch mal gerne ein, aber es ist halt nicht eine Sache, wo ich sagen würde, ich möchte da jetzt Business machen. Ich möchte Spaß haben mit Leuten, die ich gut kenne und nicht irgendwie jetzt hier mich verstellen, ne? Mhm. Hm? Stimmt, ja. Ja, deswegen ist es halt so ein kleiner Unterschied. Aber ja, du hast Glück gehabt, oder? Ja, ich habe total Glück gehabt. Ich glaube, glücklich kann ich in der Situation definitiv nicht sein, ja. Also, es passt super, ja. Gerade auch mit Kind ist das natürlich auch ein Job, den du super gut machen kannst. Wie gesagt, er geht in den Kindergarten. Aber es ist einfach, wo du auch mal ein bisschen, ja, du hast halt nicht nur das Kinderthema. Ja. Und das ist einfach schon mal was. Und du hast halt jeden Tag irgendwas, also eigentlich bei jedem Telefonat ist nicht jeder Tag was anderes, sondern jeder Call, jeder Lied ist einfach komplett anders oder jedes Projekt. Ja. Mhm. Sag mal, okay, du hast jetzt schon gesagt, dass du deine Entscheidung nicht bereust, dass du hier auch bleiben wirst. Wahrscheinlich wirst du bald auch Kroatin sein, ne? Schauen wir mal. Sag mal, würdest du irgendwie einen ganz speziellen Tipp oder Rat haben an Leute, die drüber nachdenken, nach Kroatien zu ziehen oder ins Ausland, aber halt vielleicht konkret Kroatien? Was ist irgendwie das, was sie wirklich beachten sollten? Und für wen wäre das nix, würdest du mal sagen? Die sich nichts trauen, für die wäre das nix. Und die zu viel nachdenken, beziehungsweise, sage ich jetzt mal, den Plan haben, Millionär zu werden. Aha. Geht natürlich auch, ja. Aber du hast halt einfach, so wie du selbst gesagt hast, du hast in Kroatien so viele Dinge, die teurer sind, beispielsweise Wohnungspreise, Mieten, kommt drauf an, wo, ja. Aber gerade so da, wo ich jetzt bin, da hast du manche Orte, wo du für eine Einzimmerwohnung jetzt einfach mal so 850 € zahlst, ja. Und das ist halt so ein Zimmer. Ich meine, was ist das? 25 Quadratmeter? Genau, und man muss auch ganz, ganz offen sagen, Infrastruktur Kroatien und Deutschland, das ist nicht zu vergleichen, ne? Nein. Großstadt, ja, vielleicht geht noch, ne? Aber auch eine Großstadt in Kroatien ist nicht zu vergleichen mit einer Großstadt in Deutschland. Nein. Also einfach, und man zahlt dasselbe wie, keine Ahnung, in Köln vielleicht, ne? Eine Wohnung. Ja. Und man hat gerade mal, ja, man hat kein vernünftiges WLAN ab und zu mal, ne? Ja, das stimmt. So gerade so, wenn so Bura ist, also Bura ist der Wind im Winter, meistens unten Dalmatien. Und wenn da der Wind geht, das ist halt dann schon mal was. Und du siehst auch keinen Schwein draußen. Also okay. Es ist wirklich keiner draußen, es ist alles dunkel. Also dunkel, es sind halt alle drin und machen nichts. Da geht wirklich keiner raus. Und das sollte man auch bedenken, je nachdem, wo man hingeht, dass gerade so im Winter kann es halt auch mal kühler sein, aber es ist immer noch was anderes, gerade wenn du am Meer bist. Es ist wunderschön. Und du kannst halt immer noch abschalten. Ich bin ein Mensch, ich gehe total gerne ans Meer. Und das werden viele Leute wahrscheinlich auch einfach so machen. Und einfach am Meer abschalten. Einfach dieser Blick auf die Wellen. Egal, ob es gerade total stürmt, das ist immer total faszinierend, total schön. Und ich komme da mal total gut runter. Mhm. Ist es schwer, neue Freunde in Kroatien zu finden? Nein, würde ich nicht sagen. Ich meine, es kommt immer darauf an. Bei mir ist halt der Vorteil mit dem Kind, weil durch das Kind, du gehst auf den Spielplatz, du gehst vor den Kindergarten, die sprechen dich alle an. Aber ich bin an sich schon ein sehr offener Mensch und sehr aufgeschlossen. Und ich bin halt immer der Mensch, die immer irgendwen anspricht, ja. Ich finde das immer total interessant, wenn ich irgendwas sehe, was ich total cool finde, frage ich halt, ey, wo hast du das gekauft, wo hast du das her oder was auch immer, ja. Und aber auch so, du gehst halt irgendwie irgendwo hin und bist jetzt nicht im Fokus, natürlich nicht, aber du bist halt irgendwie immer, mein Gott, wenn du nett bist und lächelst, ja, dann passt es ja, dann kommst du mal irgendwie mit irgendwem ins Gespräch. Ja. Ich finde es nicht schwer, Leute zu finden. Und es gibt ja trotzdem auch viele Deutsche, das kommt halt auch dazu. Obwohl ich immer gesagt habe, ich möchte so einen Mischmasch haben. Ich möchte, wenn ich im Ausland bin, möchte ich halt trotzdem natürlich meine Deutschen auch haben,
Aber für mich war es ganz, ganz wichtig, dass ich eben auch meine kroatischen Freunde habe. Mhm. Ja, sicher. Vor allem halt für Sachen, die dann einfach mit der Kultur und mit dem Land an sich was zu tun haben. Man kann sich nicht abkapseln. Dann wäre es ja eigentlich Blödsinn. Dann hättest du eigentlich nach Mallorca ziehen sollen. Ah, nee, das will ich nicht. Nee. Ich mag das Essen hier. Ja, super. Jenny. Ja. Es freut mich total, dass du noch da bist, ne? Und ich hoffe, dass du noch ganz, ganz lange bleibst. Kannst von ausgehen. Ich würde mal sagen, jeder, der sich bisher nicht getraut hat, wegen Sachen wie, was mache ich mit meinem Kind? Gibt es da ordentliche Kindergärten? Wie sieht's aus mit der Wohnungsfindung? Wo arbeite ich, wenn ich nach Kroatien ziehe? Ne? Es gibt Optionen. Ja, definitiv. Traut's euch. Super. Ich würde mal sagen, dann halt einfach allen Goodbye Deutschland, Hello Kroatien und alle her. Ja, definitiv. Jenny, vielen herzlichen Dank, dass du dich als Erste in diesem Jahr nochmal in diesen Sessel gesetzt hast oder beziehungsweise auch zum ersten Mal in diesen Sessel gesetzt hast. Du bist sehr herzlich eingeladen, beim nächsten Mal nochmal zu kommen. Dann reden wir wahrscheinlich ein bisschen mehr über interne Sales-Sachen nochmal. Gerne. Aber als kleine Einführung, finde ich, ist es ein ganz spannendes Thema geworden heute. Ja. Gut. Liebe Zuschauer, Zuhörer, Zugucker und was auch immer, wie auch immer ihr euch identifizieren möchtet. Vielen herzlichen Dank fürs Reinschauen. Wir sind mit unserer, ich glaube, es ist die 44. Folge insgesamt von OB2B, von Darling Audio OB2B Podcast. Unser Gast heute die Jennifer. Ja. Und uns gibt es bei LinkedIn, da könnt ihr uns finden, uns auch gerne ansprechen, Kommentare unter der Folge hinterlassen, subscribt unseren Channel. Und ja, schaut nächste Woche nochmal rein. Jenny, liebsten Dank. Ja, danke auch. Das war's.